Ist dir schon einmal aufgefallen, dass die intelligentesten Menschen im Raum oft die seltsamsten sind? Nicht laut, nicht auffällig, manchmal fast unsichtbar. Sie verhalten sich nicht so, wie Filme uns Intelligenz darstellen. Und genau deshalb wird sie von den meisten übersehen. Doch die Psychologie hat etwas Beunruhigendes aufgedeckt. Die höchsten Formen von Intelligenz zeigen sich oft in Gewohnheiten, die merkwürdig, unsozial oder sogar unangenehm wirken. Und sobald du sie einmal erkannt hast, kannst du sie nicht mehr übersehen. Bleib dran, denn die dritte Gewohnheit ist diejenige, die Psychologen bis heute nicht vollständig erklären können. Beginnen wir mit einer Szene. Stell dir eine Person vor, die allein geht und leise mit sich selbst spricht. Nicht am Telefon, nicht dabei, eine Präsentation laut zu proben, sondern einfach sprechend. Die meisten Menschen würden denken, das ist seltsam. Aber hier ist die psychologische Wahrheit. Gewohnheit Nummer 1. Sie sprechen viel mit sich selbst. Hast du dich schon einmal dabei ertappt, laut zu denken, mit dir selbst zu diskutieren, etwas zu erklären, obwohl niemand zuhört? Hochintelligente Menschen tun das ständig. Nicht, weil sie verwirrt sind, sondern weil ihr Gehirn Komplexität in Echtzeit ordnet. Psychologen haben herausgefunden, dass Selbstgespräche hochbegabten Köpfen helfen, abstrakte Ideen zu zerlegen, Emotionen schneller zu regulieren, das Gedächtnis zu stärken und Problemlösungen zu beschleunigen. Für sie ist Stille nicht immer effizient. Ihre Gedanken bewegen sich zu schnell, also externalisieren sie. Was wie merkwürdiges Verhalten aussieht, ist in Wahrheit eine Strategie für Klarheit. Doch diese Gewohnheit bringt meist noch etwas anderes mit sich. Etwas, das sie langsam von anderen entfernt. Gewohnheit Nummer 2. Normale Gespräche erschöpfen sie. Warst du jemals in einem Gespräch, das sich anstrengend angefühlt hat? Nicht, weil es emotional war, sondern weil es leer war. Smalltalk, vorhersehbare Meinungen, wiederverwertete Geschichten. Für hochintelligente Menschen kann sich das erdrückend anfühlen. Sie sehnen sich nicht nach Lärm, sie sehnen sich nach Tiefe. Ihr Gehirn wird aktiv, wenn Muster gelöst werden müssen, Ideen aufeinanderprallen, unangenehme Fragen auftauchen. Sie verbinden sich nicht über oberflächliches Gerede, sie verbinden sich über Bedeutung. Und genau hier beginnen die Missverständnisse. Andere nehmen sie als distanziert wahr, arrogant, desinteressiert. Doch innerlich passiert etwas ganz anderes. Ihr Verstand hungert nach Stimulation. Und das führt uns zu der Gewohnheit, die Psychologen am meisten überrascht. Gewohnheit Nummer 3. Sie bemerken alles Tonveränderungen, Mikroausdrücke, Pausen, die eine halbe Sekunde zu lang dauern. Hochintelligente Menschen agieren oft mit einer extremen Wachsamkeit. Ihr Gehirn scannt ständig Motive, Widersprüche, emotionale Unterströmungen, versteckte Muster im Chaos. Es ist, als würde man mit aufgedrehter Lautstärke durch die Realität gehen. Und hier kommt der beunruhigende Teil. Dieses Bewusstsein schaltet sich selten ab. Sie sehen die Welt nicht nur, sie verarbeiten sie in höherer Auflösung. Das bedeutet, ihr Verstand arbeitet fast immer, selbst dann, wenn sie ruhig wirken. Und hier liegen viele Menschen falsch. Sie halten diese permanente geistige Aktivität für Angst. Doch die Psychologie deutet auf etwas anderes hin. Überdenken ist nicht der Fehler, für den du es hältst. Bei hochbegabten Menschen ist Überdenken nicht angstgetrieben. Es ist Mustererkennung im Hochbetrieb. Sie analysieren nicht, weil sie Angst haben. Sie analysieren, weil sie mehr Möglichkeiten sehen. Eine Entscheidung verzweigt sich in 10 Zukünfte. Jede mit Konsequenzen, die andere nie in Betracht ziehen würden. Ihr Gehirn simuliert automatisch. Und dieser innere Druck formt ihre Lebensweise. Deshalb wählen sie Einsamkeit, nicht Menschenmengen. Hochintelligente Menschen brauchen nicht viele Menschen um sich herum. Sie brauchen die richtigen. Oft wirst du bemerken, dass sie ihren Kreis extrem klein halten. Eine tiefe Verbindung statt 10 oberflächlicher. Sie sind nicht unsozial, sie sind selektiv. Soziale Interaktion kostet sie Energie. Also schützen sie diese kompromisslos. Und was tun sie mit dieser geschützten Energie? Sie verschwinden in ihrer inneren Welt. Gewohnheit Nummer 4. Sie driften ab. Geistig. Von außen sieht es aus wie Tagträumen, Faulheit, Desinteresse.
Doch neurologisch geschieht etwas Kraftvolles. Studien zeigen, dass geistiges Abschweifen dieselben Gehirnnetzwerke aktiviert, die für Kreativität, Innovation und langfristige Planung verantwortlich sind. Wenn Sie ins Leere starren, fliehen Sie nicht vor der Realität. Sie bauen etwas in ihr auf. Ideen, Systeme, Lösungen. Und diese innere Welt nährt eine letzte Gewohnheit. Gewohnheit Nummer 5. Sie hinterfragen alles Regeln, Traditionen, soziale Erwartungen. Hochintelligente Menschen akzeptieren Dinge nicht einfach so. Sie brauchen Gründe, Logik, Wahrheit ohne Filter. Das macht sie zu Innovatoren und zu Außenseitern. Sie rebellieren nicht, um aufzufallen. Sie versuchen zu verstehen. Und dieses unaufhörliche Warum trennt sie vom Durchschnitt. Der psychologische Wendepunkt, all diese Gewohnheiten, die Selbstgespräche, der kleine Kreis, das Überdenken, das geistige Abschweifen, das ständige Hinterfragen, sie sind keine Fehler. Sie sind Signale eines Geistes, der auf Tiefe ausgelegt ist. Psychologen nennen viele dieser Menschen die still Hochbegabten. Sie prahlen nicht. Sie stellen ihre Intelligenz nicht zur Schau. Sie müssen nichts beweisen. Ihr Genie versteckt sich offen sichtbar. Denn wahre Intelligenz ist nicht laut. Sie ist nicht glamourös. Sie sieht nicht immer beeindruckend aus. Manchmal sieht sie einfach nur seltsam aus. Und hier ist die Frage, die ich dir mitgebe. Wenn sich Intelligenz oft hinter missverstandenen Gewohnheiten verbirgt, wie viele außergewöhnliche Köpfe wurden übersehen? Vielleicht sogar dein eigener.